Hallo liebe Hühnerfreunde! Ihr wollt mit der Hühnerhaltung beginnen? Dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Ich möchte euch heute zeigen, was ihr alles benötigt für eine artgerechte Haltung. Es gäbe natürlich zu jedem Thema genug Stoff, um ein ganzes Video zu füllen, aber beim heutigen Video gebe ich euch einen kurzen Überblick. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, dem Auslauf, also dem Außengehege. Dieses kann nicht groß genug sein, aber man sollte auch an den Schutz denken, also an die Einzäunung und an den Schutz vor Greifvögeln. Deshalb mache ich das nach folgender Faustformel. In der Biohaltung benötigt man pro Huhn 4 Quadratmeter Auslauf. In der Privathaltung kann man das gerne verdoppeln. Also wenn ihr 4 bis 8 Quadratmeter pro Huhn rechnet, seid ihr auf einem guten Weg. Und so hat auch das Gras eine Chance zu überleben. Die Einzäunung solltet ihr je nach Rassewunsch planen. Flugfähige Zwerghühner benötigen zum Beispiel einen ca. 2 Meter hohen engmaschigen Zaun, während bei großen und schweren Rassen schon ein 1,2 Meter Zaun reicht. Und wenn man sich zum Beispiel für Seidenhühner entscheidet, reicht auch schon ein 50 cm hoher Zaun, da diese gar nicht fliegen können. Hier als Beispiel der Zaun meiner Steinwipperl, 2 Meter hoch und unten engmaschig. Und hier eine mobile Version bei meinen Marans. Wenn man am Tag einen Schutz vor dem Fuchs oder Marder haben möchte, kommt man an einem Elektrozaun nicht vorbei. In den meisten Fällen kommen diese aber nachts, deshalb verzichte ich persönlich auf den Elektrozaun. Beim Schutz vor Greifvögeln gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Einen 100%igen Schutz erreicht man aber nur, wenn man den ganzen Auslauf mit einem stabilen Netz überspannt. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten zur Abschreckung, wie zum Beispiel so eine Eule hier, oder manche setzen auch auf Glaskugeln. Ich habe mich für ein stabiles Seil entschieden, welches ich kreuz und quer durch den Auslauf spanne, da ich mit einem Netz im Winter schlechte Erfahrungen gemacht habe. Dann ist noch die Strukturierung vom Auslauf wichtig. Hier sollte man einen Platz wählen, wo zum Beispiel schon große Bäume stehen. Das lieben die Hühner, weil sie dann einen Schatten haben und sich geschützt fühlen. Man kann aber auch noch verschiedene Sträucher pflanzen, wie zum Beispiel diese hier. Unbedingt überprüfen, ob die gewünschte Pflanze ungiftig ist. Über Klettermöglichkeiten werden sich die Hühner auch freuen, wie zum Beispiel diese hier. Und man sollte auch noch für genügend Sichtblenden sorgen, damit sich die Hühner auch mal aus dem Sichtfeld gehen können. Zum Beispiel mit so einer Palette hier. Zum Schluss muss man noch an ein Sandbad denken, welches die Hühner für die Pflege und für die Reinigung benötigen. Da könnt ihr entweder einen Sandkasten überdachen oder ihr macht es wie ich und stellt euren Stall auf Stelzen und richtet das Sandbad unter dem Stall ein. Somit kommen wir schon zum Stall. Bei der Stallgröße solltet ihr folgende Faustformel benutzen. In der Biohaltung benötigt man pro 4 Hühner 1 Quadratmeter. In der Privathaltung macht diese Größe durchaus auch Sinn, wenn man den Stall nur als Schlafmöglichkeit betrachtet. Möchte man es den Hühnern aber auch bei schlechtem Wetter angenehm machen oder für eine mögliche Stallpflicht gerüstet sein, sollte man diesen Wert wieder verdoppeln, also 4 Hühner auf 2 Quadratmeter. Diese Werte gelten für große Hühner. Zwerghühner benötigen in der Regel etwas weniger Platz. Hier ein paar Beispiele meiner Ställe. Welchen Stall ihr kauft oder baut, ist euch natürlich selbst überlassen. Einen fertigen Stall aus dem Baumarkt kann ich euch aber nicht empfehlen, da diese meist billig hergestellt wurden und sehr dünne Wände haben. Diese heizen sich im Sommer extrem auf und werden im Winter eisig kalt. Auch wenn die Hühner ohne Dämmung überleben würden, möchte man ihnen doch etwas Komfort bieten. Dann kann ich euch noch eine Version auf Stelzen empfehlen, wie bei meinen Ställen hier, die ich in Österreich auch verkaufe. Wichtig ist auch ein großes Fenster für viel Tageslicht und eine ausreichende Lüftung. Auch eine automatische Hühnerklappe ist extrem wichtig, damit man nicht jeden Tag die Klappe in der Früh öffnen und am Abend schließen muss. Gegen die Milben im Stall könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt euren Holzstall alle paar Monate kalken
Oder ihr benutzt alle paar Wochen Kieselgur oder Urgesteinsmehl. Oder ihr setzt auf meine Methode HPL und Siebdruckplatten für wenige Spalten und diese speziellen Sitzstangen, zu der wir später noch kommen. Auf Chemie würde ich in der Privathaltung verzichten. Für die Inneneinrichtung benötigt ihr eine Tränke, einen Futtertrog, Legenester und eine Sitzstange zum Schlafen. Bei der Tränke gibt es wieder viele verschiedene Möglichkeiten, wie ihr hier im Bild seht. Ich benutze die dunkelgrüne im Hintergrund am liebsten. Für das Futter kann ich solche Automaten empfehlen, da man hier auch gleich einen Schutz vor zum Beispiel Mäusen oder Wildvögel hat. Die Hühner treten unten auf die Klappe und somit öffnet sich die Luke. Die Legenester sollten so berechnet werden, dass ihr pro 3 Hennen ein Legenest habt. Ich benutze hier diese Pferdetröge, die man optimal aufhängen und reinigen kann. Und nun zur Sitzstange. Pro Huhn benötigt man ca. 25 cm Sitzstange. Bei einem Zwerghuhn reichen auch 20 cm. Ihr könnt hier so ein Kantholz benutzen mit abgerundeten Kanten oder einen runden Naturast. Hier gehen die Meinungen auseinander, welche Art besser ist. In diesen blauen Wannen befindet sich Kieselgur. Dies ist ein toller Schutz, da die Milben da durch müssen, um auf unsere Hühner zu gelangen. Zusätzlich sollte man vorher noch mit seinen Nachbarn sprechen und man sollte auch einen Tierarzt in der Nähe finden und diesen am besten vorher anrufen, ob er auch Hühner behandelt. Weiters gibt es dann noch eine Meldepflicht in den meisten Ländern. Hier am besten beim Veterinäramt nachfragen. Das war's auch schon mit den nötigsten Vorkehrungen. Optimal wäre es noch, wenn ihr auch im Auslauf mindestens eine Futter- und Wasserquelle anbietet. Und wenn ihr keine fertigen Hennen kaufen wollt, sondern die Küken selber ausbrüten wollt oder Küken kaufen wollt, müsst ihr euch noch eine Wärmequelle für die Küken kaufen und eventuell einen Brutautomaten für die Bruteier. Beim Hühnerkauf habt ihr auch wieder die Qual der Wahl. Entweder ihr kauft auf einem Geflügelmarkt oder bei einem Geflügelhändler oder ihr rettet ein Hybridhuhn von einem Großbetrieb. Oder ihr sucht euch einen Züchter in der Nähe. Alle Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile, wobei ich euch den Kauf bei einem seriösen Züchter empfehlen würde. Einziger Nachteil ist hier, dass man meistens länger auf seine gewünschten Tiere warten muss. Ein legereifes Huhn kostet derzeit ca. je nach Rasse 15 bis 50 €. Und für ein Küken zahlt man meist zwischen 5 und 15 €. Das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Hühnerhaltung und ich hoffe, ihr konntet einige Tipps mitnehmen. Ich möchte in Zukunft auch so ein Video machen über meine Enten und über meine Wachteln. Bitte schreibt mir in den Kommentaren, ob euch das interessieren würde. Bei meinen Enten muss ich noch etwas Erfahrung sammeln, um euch eine gewissenhafte Auskunft zu geben. Ich freue mich aufs nächste Video und bis bald!